Es gibt eine Frage, die ist so alt wie die Menschheit selbst. Für einige ist sie vielleicht die wichtigste Frage überhaupt. Aber heutzutage gibt es mehr und mehr Menschen, die wollen am liebsten gar nichts davon hören. Die Frage ist, wo kommen wir her? Oder genauer gesagt, nicht nur wir, sondern das ganze Universum, in dem wir leben. Konkreter gefragt, ist das hier einfach immer schon da gewesen? Der natürliche Lauf der Dinge? Eine Verkettung von mehr oder weniger wahrscheinlichen Zufällen? Oder ist das hier das Konstrukt eines intelligenten Schöpfers? Das ist die Frage. Diskutiert wird darüber sehr häufig, allerdings nur selten fruchtbar. Und ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Das könnte aber vielleicht damit zusammenhängen, dass die gesamte Fragestellung von einigen sofort in den Bereich der Mystik verlagert wird. Eine Religion, das ist doch was aus dem Mittelalter. Das ist mehr so eine Modeerscheinung, wie ein passendes Kleidungsstück. Such dir die aus, die dir am besten gefällt. Gott, wer braucht denn Gott? Gott ist für Menschen, die psychisch instabil sind. Die suchen etwas, was ihnen Halt gibt oder Hoffnung. Der sucht sich dann einen Gott. Aber ich brauche ja sowas nicht. Gott und Religion, das ist etwas für Menschen, die in ihrem Leben nicht klarkommen. Aber ich glaube, damit tut man vielen Unrecht. Ich bin in meinem Leben bestens klargekommen. Ich bin so durchschnittlich aufgewachsen, wie man nur aufwachsen kann. Mein Vater Beamter, meine Mutter Bürokauffrau, ein Haus im Grünen. Eigentlich ging es mir gut. Ich bin in meinem Leben bestens klargekommen. Aber trotzdem habe ich mir diese Frage gestellt. Oder aber man sagt, die ganze Frage ist sinnbefreit, weil man Gott ja nicht mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen kann. Ja, das ist nicht ganz verkehrt. Ich kann sicherlich kein Experiment in einem Labor durchführen, um am Ende eine Entscheidung zu treffen, gibt es einen Gott oder nicht. Aber das gilt ja für viele andere Dinge auch. Die Existenz meiner Urgroßmutter kann ich wissenschaftlich nicht beweisen. Aber es ist die Logik, die mir sagt, dass es eine solche gegeben haben muss. Und ich würde sogar behaupten, die Wahrheit hat immer die besseren Argumente. Wenn das hier das Konstrukt eines intelligenten Schöpfers ist, dann muss man das erkennen können. Wenn es eine Wahrheit ist, dann gibt es dafür Argumente. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es ein Zufallsprodukt ist, dann muss es auch dafür die besseren Argumente geben. Je nachdem, was die Wahrheit ist. Von vornherein allerdings diese Vorstellung abzulehnen, dass es einen intelligenten Konstrukteur hinter diesem Universum geben könnte, das halte ich tatsächlich für voreingenommen. Und das ist auch nicht rational. Die Menschen gehen auch nicht so vor. Man lehnt nicht etwas ab, einfach nur, weil man es nicht nachweisen kann. Die Wissenschaftler sind Mitte des 20. Jahrhunderts davon ausgegangen, dass es am Boden des Ozeans kein Leben gibt. Das haben die aber nicht einfach so gesagt. Die haben nicht einfach gesagt, wir haben keinen Beweis für Leben dort unten und deswegen lehnen wir das ab. Sie haben argumentiert. Die haben gesagt, am Boden des Ozeans, da gibt es kein Licht und demzufolge kann dort auch kein Leben existieren. Die haben sich am Ende fundamental geirrt, aber das ist hier nicht mal der Punkt. Der Punkt ist, dass sie die Vorstellung vom Leben am Grunde des Ozeans nicht einfach so abgelehnt haben, weil man es nicht beweisen kann. Oder dasselbe ist ja mit den Außerirdischen der Fall. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass es Außerirdische gibt und andere lehnen diese Vorstellung ab. Aber beide Seiten haben Argumente für das, was sie sagen. Ob es sie gibt oder auch nicht. Menschen sind tatsächlich zu allen Zeiten wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass dieses Universum einen intelligenten Konstrukteur hat. Und nicht einfach so. Ich weiß, heute sagt man, naja, die hatten halt früher für vieles keine Erklärungen. Und deswegen, wenn sie dann einen Blitz gesehen haben, dann haben sie gesagt, oh, es muss einen Gott geben, der diese Blitze auf die Erde wirft. Aber das ist nicht ganz richtig. Menschen waren nicht so. Menschen haben nicht einfach ein Phänomen, was sie nicht erklären könnten, dann mit einem Gott erklärt. Menschen wussten auch nicht, wie Feuer entsteht. Sie haben dafür nicht sofort einen Gott gesucht. Sie wussten auch nicht, warum Dinge nach unten fallen. Warum schweben die nicht oder fallen nach oben? Aber dafür hat man keinen Gott gesucht. Menschen wussten auch nicht, warum Weizen wächst, nur dann, wenn man Wasser hinzufügt. Sie haben das dann so hingenommen, aber nicht sofort einen Gott dafür gesucht. Oder sie wussten auch nicht, warum Holz auf Wasser schwimmt, aber Stein nicht. Aber die Erklärung war dafür nicht ein Gott, der das Holz am Schwimmen hält. Also damit tut man den Menschen sicherlich Unrecht. Ich glaube, der Grund ist ein ganz anderer. Ich glaube, der Grund ist die Natur des Menschen. Es gibt etwas, was tief in uns drin steckt. Das fasst man heute in einem einzigen Satz zusammen.
Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Ich glaube, das ist etwas, wo jeder Mensch zustimmen würde. Und das wissen wir schon von klein auf an. Wenn ein Baby auf dem Wickeltisch liegt und ich schnippe so, hier mit dem Finger, dann schaut es automatisch in die Richtung. Aber warum? Warum schaut es dahin? Weil das Baby weiß, dass es für dieses Geräusch, dieses Schnippen, eine Ursache geben muss. Das kommt nicht einfach so. Das steckt schon in uns drin. Und das Baby schaut und möchte diese Ursache finden. Und so sind die Menschen immer davon ausgegangen, die Welt, in der wir leben, sie muss auch irgendeine Ursache haben. Und diese Ursache kann ja nicht die Welt an sich sein. Die Welt kann ja nicht existieren und gleichzeitig die Ursache für eine Existenz sein. Es gab eine Zeit, da ist man davon ausgegangen, einfach, dass dieses Universum schon ewig existiert. Und damit wollte man dann die Frage mehr oder weniger umgehen. Denn wenn es das einfach schon immer gegeben hat und man hakt es damit ab, nun, dann braucht man die Frage ja auch nicht mehr stellen. Bis man dann zum Beginn des 21. Jahrhunderts herausgefunden hat, dass diese Welt nicht ewig existiert. Und zwar hat man beobachtet, dass sich dieses Universum ausdehnt. Man kann nicht direkt die Ausdehnung des Universums beobachten, aber man hat festgestellt, dass alle Galaxien in diesem Universum sich von uns wegbewegen. Nun, wenn sich alle von uns wegbewegen, dann muss sich das Universum irgendwie ausdehnen. Und das bedeutet umgekehrt, wenn es sich jetzt immer weiter ausdehnt in der Zukunft, dass es in der Vergangenheit immer kleiner gewesen sein muss. Bis, wenn man lang genug zurückgeht, das Universum vereint war in einem winzig kleinen Punkt. Nun, das nennt man heute den Urknall. Das Universum ist entstanden in einem winzig kleinen Punkt. Das ist auch logisch nachvollziehbar. Wenn man entdeckt, dass es sich ausdehnt, muss es früher einmal näher beisammen gewesen sein. Das haben aber damals nicht alle akzeptiert. Die Theorie kam so im Laufe des 20. Jahrhunderts auf und direkt schon zu Beginn gab es Gegenwind. Einer der bekanntesten Wortführer der Gegenpartei war ein Astronom namens Fred Hoyle. Und er sagte, diese Beobachtung, dass das Universum sich ausdehnt, das kommt daher, dass immer wieder neue Materie entsteht und diese neue Materie schiebt quasi die alte Materie nach außen. Die sogenannte Steady-State-Theorie. Als ich mich in den 70er Jahren angefangen habe, mit Astronomie zu beschäftigen, da hat man das nochmal in dem ein oder anderen Buch gefunden. Aber warum hat er das überhaupt gesagt? Nun, für Fred Hoyle war es wichtig, dass dieses Universum keinen Anfang hat. Er wollte das einfach nicht. Dieses Universum durfte keinen Anfang haben. Und warum, das hat er später selber erklärt. Er sagte, wenn man diese Theorie akzeptiert, dass alles einmal an einem Punkt angefangen hat, dann ist die Frage, woher das Universum kommt, eigentlich überflüssig. Fred Hoyle war ein glühender Atheist. Und die Vorstellung von einem Urknall, dass das Universum an einem winzig kleinen Punkt angefangen hat, war seiner Meinung nach ein Ausdruck dafür, dass das Universum ein Akt der Schöpfung ist. Und deswegen einen intelligenten Schöpfer haben muss. Das war der Grund, warum er die Theorie vom Urknall abgelehnt hat. Aber woher kam jetzt das Universum? Wenn es sich von einem winzig kleinen Punkt ausdehnt, dann muss es ja immer noch irgendwo hergekommen sein. Woher kommt es und warum hat es überhaupt angefangen, sich auszudehnen? Nun, die Frage wird auch heute manchmal gerne beiseite geschoben. Woher kam das Universum? Das kann man nicht beantworten, denn es gab keine Zeit vor dem Universum. Die Zeit ist ja quasi mit diesem Universum erst entstanden. Und so schiebt man das einfach beiseite. Aber das beantwortet die Frage tatsächlich nicht. Woher kommt dieses Universum, heißt ja auch, ist es einfach da? Und wenn ja, warum? Warum dieses Universum? Warum nicht irgendein anders gestaltetes? Warum ein Universum mit diesen Eigenschaften, mit dieser Masse, mit dieser Energie? Warum ausgerechnet dieses Universum? Wenn es einfach so wäre, dann hätte ja auch irgendein anderes x-beliebiges Universum da sein können, aber warum dieses? Und warum dehnt es sich aus? Das Universum geht ja nicht plötzlich hin und sagt, boah, heute ist so ein schöner Tag, ich werde mal größer. Selbst wenn ich die Frage der Zeit beiseite schiebe, sind diese Fragen nicht geklärt. Es muss ja eine Ursache dafür geben. Das Universum kann sich ausdehnen oder auch nicht ausdehnen, aber es hat sich ausgedehnt. Und die Frage ist, warum?
Man kann dem Ganzen auch nur schwer mit Naturgesetzen beikommen. Denn die Naturgesetze, wie wir sie kennen, das ist richtig, die sind mit diesem Universum entstanden. Die Frage nach der Ursache ist aber davon unabhängig. Naturgesetze hin oder her, eine Ursache, und das weiß der Mensch tief in sich drin, die muss es irgendwo gegeben haben. Irgendeine Ursache muss dafür sein. Irgendwo muss dieses Universum seinen Anfang genommen haben. Und das weiß man tatsächlich nicht erst seit Beginn der Urknalltheorie. Das haben Menschen zu allen Zeiten gedacht, und zwar einfach nur durch logische Überlegungen. Einer von denen war der Philosoph Aristoteles. Und er sagte, dieses Universum kann nicht ewig existieren. Es muss einen Anfang haben. Und er ist auf eine ganz interessante Weise hingekommen. Er sagte, wenn dieses Universum ewig existieren würde, dann bedeutet das, dass unsere Vergangenheit ewig wäre. Und das kann nicht sein. Wäre die Vergangenheit ewig, also unendlich, dann wären wir heute gar nicht hier. Das erscheint auf den ersten Blick nicht so zugänglich. Wieso wären wir dann heute nicht hier? Aber man kann sich das vielleicht mit einer Supermarktkasse vorstellen. Wenn man an eine Supermarktkasse kommt, man hat vor sich eine Schlange, dann, egal wie lang die ist, kommt man irgendwann einmal an der Kasse an. Irgendwann steht man da und legt seine Waren aufs Band und bezahlt. Wenn diese Schlange aber unendlich ist, dann kommt man nie an der Kasse an. Die hört ja nie auf, sie nimmt niemals ein Ende. Das heißt, wenn ich mich bei einer unendlichen Schlange hinten anstelle, weiß ich schon, ich komme nie bei der Kasse an. Das bedeutet aber genauso umgekehrt. Wenn ich irgendwann vorne an der Kasse stehe, weiß ich, dass die Schlange vor mir nicht unendlich gewesen sein kann. Dann wäre sie ja niemals abgearbeitet worden. Und dasselbe gilt auch für die Vergangenheit. Wenn die Vergangenheit kein Ende hätte, sie wäre unendlich, dann wären wir heute nicht hier. Die Tatsache alleine, dass wir hier sind, bedeutet, dass die Vergangenheit einen Anfang und ein Ende haben muss. Das war die Überlegung von Aristoteles. Unendlichkeiten sind tatsächlich gar kein Bestandteil unserer Realität. Es gibt sie gar nicht. Man hört das zwar manchmal, wenn Physiker sagen, dass es in einem schwarzen Loch eine Singularität gibt. Das ist ein unendlich kleiner Punkt mit einer unendlich kleinen Ausdehnung und einer unendlich hohen Dichte. Aber das ist einfach nur der hilflose Ausdruck eines Physikers, um zu sagen, ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze beschreiben soll, was da drin ist. Unendlichkeiten existieren nicht. Das, was in diesem Universum in der Realität existiert, das ist begrenzt. Es ist niemals unendlich. Ein Kollege von Aristoteles, der Philosoph Platon, der sagte auch, dass dieses Universum das Produkt eines intelligenten Konstrukteurs sein muss. Allerdings ist er auf eine ganz andere Art und Weise dahin gekommen. Er sagte, wenn man das mal in einem Satz formulieren möchte, Design braucht einen Designer. Das war seine Aussage. Design braucht einen Designer. Und Design erkennt man auf Anhieb. Man muss nicht lange darüber nachdenken, man muss nicht überlegen. Wenn man etwas sieht, was designt wurde von einer Intelligenz, dann erkennt man es. Wir kennen vielleicht diese Berge in den Vereinigten Staaten, dieser eine Berg, Mount Rushmore, in dem man die Köpfe von 4 amerikanischen Präsidenten eingemeißelt hat. Bestimmt hat das Bild schon mal jeder gesehen. Wenn man vor diesem Berg steht und man sieht diese 4 Köpfe, dann weiß man sofort, das ist ein intelligentes Produkt. Das ist nicht einfach so entstanden. Berge haben manchmal sehr fantasievolle Formen. Es gibt in der Nähe von meiner Heimatstadt einen Berg, will ich nicht sagen, das ist mehr eine Felsformation, die nennt man das hockende Weib. Und dieses hockende Weib ist einfach nur ein Felsen, der tatsächlich mit ein bisschen Fantasie an ein hockendes Weib erinnert. Eine Frau, die einfach in der Hocke sitzt. Aber das ist, wie gesagt, mit sehr viel Fantasie. So präzise wie die 4 Köpfe von den amerikanischen Präsidenten ist das Ganze natürlich nicht. Und wenn man das sieht, weiß man das. Und das weiß man nicht deswegen, weil wir wissen, dass Leute das da eingemeißelt haben aus dem Geschichtsunterricht. Das weiß man auch nicht deswegen, weil wir das als Menschenköpfe erkennen. Das würden wir auch als Fantasieköpfe erkennen. Wir wissen das auch nicht deswegen, weil Menschen sich in der Bildhauerei betätigen. Das alles würde auch ein Indianer aus dem südamerikanischen Dschungel erkennen, der vielleicht noch nie gehört hat, dass Menschen Statuen meißeln. Das muss der gar nicht wissen. Aber wenn der vor diesem Berg steht, weiß er sofort, okay,
Das ist nicht einfach so im Laufe von Jahrmillionen vor sich hingewachsen. Da war ein intelligenter Konstrukteur am Werk. Design braucht einen Designer. Und Design erkennt man. Es gibt physikalische Gründe, warum das nicht einfach so passiert. Ich meine, Berge wachsen ja in alle möglichen Richtungen im Laufe der Jahrmillionen. Es könnten ja theoretisch auch 4 Präsidentenköpfe dabei rauskommen. Und tatsächlich kann das auch theoretisch passieren. Es ist nur so unwahrscheinlich, dass solche Dinge niemals passieren. Solche präzisen geometrischen Formen kommen einfach nicht zufällig dabei heraus. Weil die unregelmäßigen Formen, für diese gibt es viel mehr Möglichkeiten. Rein statistisch gesehen passiert das einfach nicht. Es ist viel zu unwahrscheinlich. Design muss man mit einer Intelligenz hinzufügen. Ansonsten sieht es immer unregelmäßig aus. Möchte ich daraus eine regelmäßige Form machen, dann brauche ich einen Designer. Und das gilt nicht nur für die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore. So gehen wir ja auch durch unser Leben. Und ich glaube, wir würden das immer auf Anhieb erkennen. Man kann immer das eine von dem anderen unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel eine Wolkenformation sehe, die entfernt an einen Elefanten oder von mir aus an einen Tiger erinnert, ja, sowas kommt einmal vor, das kann auch mal das Produkt eines Zufalls sein. Aber die 5 olympischen Ringe am Himmel mit Wolken gezeichnet, das war ein Flugzeug. Aber das passiert nicht einfach so. Ein Steinhaufen kann einfach mal so lose von einem LKW fallen und dann liegt er einfach am Straßenrand. Aber eine Pyramide ist das Produkt eines intelligenten Konstrukteurs und wir erkennen es auf Anhieb. Ein Kartenhaufen kann einfach so aus einem Kartenspiel fallen, dann liegen die Karten auf dem Boden. Aber ein Kartenhaus, das entsteht nicht einfach so. Theoretisch könnten die Karten auch so passend fallen, dass ein Kartenhaus dabei herauskommt. Es ist nicht unmöglich, es ist nur so extremst unwahrscheinlich, dass das niemals in der Erfahrung passiert. Das muss man schon per Hand machen, man muss das Ganze designen. Und jetzt schaut man sich einfach nur dieses Universum an. Und man ist einfach mal ehrlich mit sich selbst. Spontan, ohne großartige Überlegung. Man schaut sich das einfach an. Wonach sieht es auf Anhieb aus? Sieht das aus nach einem Haufen unregelmäßig herumliegender Karten? Oder sieht das eher aus wie ein Kartenhaus? Ich würde behaupten, es sieht eher aus wie ein Kartenhaus. Und das ist nicht nur ein Gefühl im Herzen, das ist etwas, was mir die Wissenschaft sagt. Ich habe zu Hause ein Buch von einem Astronomen namens Dieter Hermann. Das nennt sich die Kosmos-Himmelskunde für Einsteiger. Das ist ein sehr zugänglich geschriebenes Buch und ich lese es tatsächlich gerne. Und er erwähnt gegen Ende des Buches einige interessante Aspekte über dieses Universum. Und nebenbei erwähnt er ist kein gläubiger Mensch, er ist ein Atheist. Aber trotzdem hat er eine gewisse Faszination für dieses Universum. Er schreibt dort, hätte dieses Universum, von dem wir wissen, dass es sich ausdehnt, mit einer Geschwindigkeit ausgedehnt, die nur 100 Trillionstel höher wäre, dann wäre das ganze Universum schon auseinandergeflogen, all die ganze Materie hier drin und es hätten sich niemals Sterne und Planeten gebildet. Und umgekehrt wäre diese Geschwindigkeit um 100 Trillionstel langsamer gewesen, das Universum hätte sich gar nicht so weit ausgedehnt, sondern wäre schon lange wieder in sich zusammengefallen. 100 Trillionstel mehr oder weniger. Etwas Ähnliches schreibt er über die Kernkraft. Kernkraft nicht Atomenergie, Kernkraftwerke von heute. Kernkraft ist die Kraft, die Atomkerne zusammenhält. Das ist eine ganz bestimmte Kraft. Und er schreibt, wäre diese um 100 Trillionstel stärker oder schwächer, hätten sich Atome, wie wir sie heute kennen, überhaupt nicht bilden können. Sie braucht exakt diesen Wert. Und 100 Trillionstel sage ich tatsächlich nur, weil die Zahlen, die er in seinem Buch erwähnt, nur schwer zugänglich sind. Man hat keine richtige Vorstellung davon. Hermann schreibt tatsächlich über die Geschwindigkeit, dass wenn diese um einen Faktor von 10 hoch minus 55 höher oder niedriger wäre, dann hätten wir schon kein Universum, wie wir es kennen. Ich würde hier gar nicht sitzen. Aber 10 hoch minus 55, was ist 10 hoch minus 55? Das ist eine Zahl 0,54 Nullen und eine 1. Das ist 10 hoch minus 55. Um diesen Faktor höher oder niedriger. Und dieses Universum würde so nicht existieren. Und das gilt nicht nur für die Geschwindigkeit. Das gilt für die Kernkraft, das gilt für die Gravitationskonstante, das gilt für die Gaskonstante. Dieses Universum, das hat mindestens 20 Eigenschaften, die
wenn sie um diesen verrückt kleinen Wert von 10 hoch minus irgendwas abweichen würden, jedes Leben hier unmöglich machen würden. Roger Penrose, ein britischer Mathematiker, sagte einmal, um ein Universum zu designen, was Leben hervorbringt, muss man so präzise arbeiten, das wäre ungefähr so, als würde man mit einem Pfeil auf eine Dartscheibe werfen, nur dass die Dartscheibe das gesamte Universum ist und man muss versuchen, einen Atomkern zu treffen. So präzise muss ein solches Universum designt sein. Also nochmal die Frage, wonach sieht das aus? Sieht das aus wie ein Haufen Karten, der einfach unregelmäßig herumliegt, oder eher wie ein Kartenhaus? Sieht das nicht auf Anhieb so aus, als hätte jemand ein bestimmtes Universum ausgewählt? Es hätte ja jedes x-beliebige Universum entstehen können, mit allen möglichen Eigenschaften. Aber es ist dieses entstanden. Und dieses ist ein besonderes Universum. Ein Universum, was Leben beherbergen kann, das ist nicht einfach irgendeins. Das ist durch besondere Eigenschaften ausgezeichnet, durch ganz präzise Eigenschaften. Sieht das nicht spontan einfach so aus, als hätte das jemand ausgewählt? Ich stelle mir das manchmal vor wie einen Haufen Steine, unregelmäßig geformte Steine. Alle sind so schwarz, schwarz-grau, dunkelgrau und irgendwie geformt. Aber in diesem gesamten Haufen von mir aus 100 Trillionen Steinen gibt es einen einzigen. Das ist ein besonderer Stein. Der ist so ein Würfel, ein glatter Würfel mit glatten Kanten und leuchtend hellblau, nicht so dunkelgrau. Und jetzt gäbe es eine Maschine, die wählt aus diesem Haufen einen Stein aus. Und den ersten Stein, den sie zieht, ist genau dieser hellblaue, dieser besonders geformte, mit den glatten Kanten, hellblau leuchtend. Würde man nicht denken, dass diese Maschine so programmiert wurde, dass sie genau diesen Stein auswählt? Das ist doch keine zufällige Auswahl. Ja, die Maschine hätte jeden Stein nehmen können, aber sie wählt ausgerechnet diesen besonderen. Und genauso ist dieses Universum. Dieses Universum ist ein besonderes. Man denkt heute manchmal so gefühlsmäßig, naja, da ist einfach irgendwann vor Milliarden von Jahren Materie explodiert und dann haben sich Sterne und Planeten gebildet und jetzt sind wir einfach heute hier. Aber so einfach ist diese Sache nicht. Ein Universum, was Leben beherbergt, ist nicht so einfach. Und das ist ja bisher nur die theoretische Möglichkeit, dass es Leben geben könnte. Irgendwo im Universum. Aber das Universum alleine reicht ja nicht. Wir brauchen ja immer noch einen Planeten dafür. Und nicht irgendeinen Planeten. Auch dieser Planet braucht besondere Eigenschaften. Eigenschaften wie der Planet Erde. Die meisten wissen bereits, dass man einen Planeten nicht einfach irgendwo in einem Sonnensystem positionieren kann und dann entsteht dort Leben. Man braucht eine halbwegs akzeptable Temperatur und die gibt es nur in einem bestimmten Abstand. Und den erfüllt die Erde tatsächlich hervorragend. Nun ist es nicht so, dass wenn man die Erde ein paar Kilometer näher an die Sonne heranrückt oder etwas weiter wegnimmt, dass dann sofort ein Drama passiert. Aber wenige Prozent würden schon ausreichen. Hermann schreibt in seinem Buch, wenn die Erde nur 2% näher an der Sonne wäre, dann hätte das Klima schon so aufgeheizt vor Jahrmilliarden von Jahren, dass Leben hier nie entstanden wäre. Und genauso umgekehrt, wäre sie 5% weiter weg von der Sonne, dann hätte schon eine gewaltige Eiszeit vor Jahrmilliarden Jahren das Leben hier unmöglich gemacht. Man kann die Erde nicht einfach irgendwo positionieren. Aber das ist auch nicht nur die Position, das wissen die meisten schon. Man braucht einen ungefähren Abstand von der Sonne. Aber das gilt zum Beispiel auch für die Größe. Man kann nicht einfach irgendeine beliebige Größe nehmen. Die Erde hat eine passende Größe dafür, für einen Planeten, der Leben beherbergt. Wenn sie wesentlich kleiner wäre, wie zum Beispiel der Planet Mars, dann würde die Anziehungskraft nicht ausreichen, um eine Atmosphäre an diesem Planeten zu fesseln. Und ohne Atmosphäre könnten wir hier nicht leben. Jetzt könnte man denken, je größer, je besser, desto mehr Atmosphäre habe ich, aber so einfach ist es auch nicht. Wenn man sich einen Planeten wie Jupiter vorstellt, da könnte man nicht nur deswegen nicht leben, weil es ein Gasplanet ist, sondern weil die Anziehungskraft zu hoch ist. Es ist zu schwer. Ein Mensch, der hier auf der Welt 75 Kilo wiegt, der würde auf dem Jupiter 22 Tonnen wiegen. Und das würde Leben, wie wir es kennen, genauso unmöglich machen. Wir haben einen schönen, passenden Wert alleine von der Größe her. Einen Wert für das Leben. Dann haben wir Jahreszeiten hier. Diese Jahreszeiten ermöglichen uns tatsächlich das Leben so, wie wir es kennen. Das würde so nicht existieren. Wir kennen den Zyklus, dass die Bäume im Frühling und im Sommer blühen und dann sterben sie im Herbst wieder ab, bevor es dann am nächsten Jahr von neuem losgeht. Die 4 Jahreszeiten. Die haben wir aber nicht einfach so. Die hat auch nicht jeder Planet.
Die hat dieser Planet, weil die Erdachse von der Erde um 23,5 Grad gekippt ist, geneigt. Deswegen sieht man das auch, wenn man zum Beispiel einen Globus kauft. Die sind meistens so um 23,5 Grad gekippt. Das ist die Neigung der Erdachse und die sorgt dafür, dass wir hier 4 verschiedene Jahreszeiten haben. Aber warum ist die überhaupt um 23,5 Grad gekippt? Und warum ändert sich das nicht? Nun, die Theorie in der Wissenschaft ist, dass vor Milliarden Jahren die Erde in einem frühen Stadium von einem Gesteinskörper getroffen wurde, einem Meteorit, einem Komet. Und der hat die Erde getroffen, Material herausgerissen und dieses Material kreist jetzt um die Erde in Form des Mondes. Und gleichzeitig hat dieser Einschlag die Erdachse um 23,5 Grad gekippt. Der Mond, der um die Erde kreist, sorgt jetzt dafür, dass es nicht mehr oder weniger als 23,5 Grad werden. Das ist doch schon ein verrücktes Ereignis, oder nicht? Da ist einfach die Erde, die fliegt so harmlos durchs All und es kommt ein Gesteinsbrocken, trifft sie, kippt sie in die richtige Position und sorgt dafür, dass ein Mond herausgerissen wird, der fortan um die Erde kreist und dafür sorgt, dass sie in dieser Position bleibt. Das sieht schon langsam sehr, sehr zufällig aus, oder nicht? Aber es geht noch weiter. Wir haben eben schon über die Atmosphäre gesprochen. Und diese Atmosphäre ermöglicht uns ja das Leben, so wie wir es kennen. Die Atmosphäre versorgt uns beispielsweise mit Sauerstoff. Aber die Atmosphäre besteht nicht nur aus Sauerstoff. Reiner Sauerstoff, das wäre ja eigentlich ein Traum, reinen Sauerstoff einatmen. Was wäre das für ein Gefühl? Ja, aber in der Atmosphäre wäre das tödlich. Die Atmosphäre hat einen Sauerstoffanteil von 21%. Das klingt gar nicht besonders viel. Der Rest oder der große Rest ist Stickstoff. Aber warum nur 21%? Nun, wenn es 22% wären, dann würde das dafür sorgen, dass regelmäßig Waldbrände entfachen irgendwo auf der Erde und die würden alles pflanzliche Leben zerstören. Sauerstoff ist nicht nur gut für uns Menschen, es ist auch gut für das Feuer. Deswegen sagt man ja, wenn es im Haus brennt, soll man Türen und Fenster schließen, weil der Luftzug alleine das Feuer anfacht. Wäre das in der gesamten Atmosphäre so, nur 1% mehr, statt 21%, 22%. Das hätte schon einen Großteil des Lebens hier zerstört. Und wer weiß, ob wir überhaupt die Möglichkeit hätten, hier zu existieren. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein bisschen gefährlich, lieber mal 1% weniger. Aber so einfach ist es auch nicht. 1% weniger würde für uns Menschen das Leben hier enorm schwer machen. Das würde bedeuten, dass der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre so gering ist, dass wenn wir nur ein paar Treppen hochlaufen, schon aus der Puste wären. 21% sind einfach ein optimaler Wert für uns. Ein optimaler Wert. Aber wir haben nicht nur Sauerstoff in der Atmosphäre, wir haben auch Kohlendioxid, das Treibhausgas. Und das hat man tatsächlich schon im 19. Jahrhundert entdeckt, dass dieses Gas für einen Treibhauseffekt verantwortlich ist. Aber wie ist man dahin gekommen? Im 19. Jahrhundert hat man mal ausgerechnet, wie hoch die Durchschnittstemperatur auf der Erde sein müsste. Das kann man ja berechnen. Man weiß ja, wie viel Sonnenenergie auf die Erde kommt. Man kennt die Oberfläche der Erde. Man weiß, so und so viel ist Wasser, so und so viel ist Land. Und jetzt kann man einfach anfangen zu rechnen. Das Wasser nimmt so und so viel Sonnenenergie auf und gibt so und so viel wieder ab. Und die Landmassen nehmen so und so viel Sonnenenergie auf und geben so viel wieder ab. Und dann hat man gerechnet und man kam auf einen Wert von minus 14 bis minus 20 Grad. Das müsste eigentlich die Durchschnittstemperatur hier auf der Erde sein. Sind es aber nicht. Es sind schnuckelige 20 Grad. Minus 14 Grad, das ist ungefähr die Temperatur wie in einem Gefrierfach. Und dann wäre es auch schon mit Leben schwer geworden hier. Und dann hat man sich die Frage gestellt, woher kommt das? Und schon früh ist man auf die Idee gekommen, okay, in der Atmosphäre gibt es irgendein Gas, das einen Teil von der Sonnenenergie, die auf die Erde trifft und reflektiert wird, abgegeben wird, festhält. Die Erde reflektiert einen Teil der Sonnenenergie und es gibt ein Gas, was diese reflektierte Energie zurückhält. Und dadurch ist man auf das Kohlendioxid gekommen. Das sind nur 0,04%. Das ist verschwindend gering, aber dieser kleine Anteil sorgt schon dafür, dass wir hier eine angenehme Lebenstemperatur haben. 0,04% Kohlendioxid in der Atmosphäre.
Aber das ist noch längst nicht alles. Wir haben in der Atmosphäre beispielsweise eine Ozonschicht. In den 80er und 90er Jahren gab es damals so ein bisschen Alarmstimmung, weil man ein großes Ozonloch entdeckt hat und weil es tatsächlich schwer werden würde hier auf der Erde ohne Ozon. Ozon schützt uns tatsächlich vor schädlicher Sonnenstrahlung. Und wenn es kein Ozon in der Atmosphäre gäbe, ja, dann würde es sehr, sehr schwer für uns Menschen werden. Aber wir haben eine hauchdünne Ozonschicht, die uns davor bewahrt. Aber das reicht immer noch nicht. Wir brauchen auch ein Magnetfeld. Das Magnetfeld, da geht man davon aus, es entsteht durch einen flüssigen Erdkern und durch die Bewegung im Inneren der Erde entsteht ein sogenanntes Magnetfeld. Und das sorgt dafür, dass schädliche Sonnenpartikel zu den Polen umgeleitet werden. Manchmal kann man auch diese Polarlichter beobachten. Die sind ein Ausdruck davon. Das sind sehr schön anzuschauen, aber sie haben tatsächlich einen überlebenswichtigen Effekt. Es gibt einen Hollywood-Film, ist schon etwas älter, The Core, der innere Kern. Da geht es darum, dass der Erdkern aufhört zu rotieren und die Menschheit gerät in Panik, weil das würde das Überleben schwer machen. Da ist sicherlich vieles wissenschaftlich drin unhaltbar. Aber diese Aussage ist korrekt. Würde der Kern sich nicht mehr drehen und wir hätten kein Magnetfeld, dann wird es schwer. Und darüber hinaus haben wir noch eine faszinierende Eigenschaft, nicht nur hier auf der Erde, sondern sie gilt für das ganze Universum, nämlich das Wasser. Wasser hat eine interessante Eigenschaft. Wenn man mal ein Getränk bestellt bei McDonald's und man tut Eiswürfel hinein, dann wird man feststellen, dass diese oben schwimmen. Und das kennen wir, das haben wir schon 100-mal gesehen und das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber das ist es tatsächlich doch. Es ist extremst ungewöhnlich. Denn was ist Eis? Eis ist gefrorenes, festes Wasser. Festes Wasser schwimmt auf flüssigem Wasser. Und diese Eigenschaft hat nur Wasser. Kein anderer Stoff im Universum hat diese Eigenschaft. Wenn man Eisen heiß macht auf 700, 800 Grad, dann wird das irgendwann flüssig. Wenn es dann wieder abkühlt, dann wird es wieder fest. Und dann passiert es so, dass die oberen Schichten kalt werden, sie werden fest und sinken nach unten. Und dann wird die nächste Schicht oben kühl, wird fest und sinkt nach unten. Und dann hat man irgendwann wieder eine komplette Masse von festem Eisen vor sich. Das passiert mit allen Stoffen, allen, außer Wasser. Wenn Wasser gefriert und fest wird, schwimmt es oben. Das ist der einzige Stoff, der diese Eigenschaft hat. Aber das ist nicht deswegen so interessant, weil die Eiswürfel oben schwimmen. Das ist lebenswichtig. Wäre das nicht so, dann würden Flüsse und Seen, die im Winter zufrieren, komplett zufrieren. Sie würden oben kalt werden, das Wasser wird fest, sinkt nach unten. Die nächste Schicht oben wird fest und sinkt nach unten. Und innerhalb von sehr kurzer Zeit wäre der ganze Fluss oder der ganze See zugefroren. Und dann würde es auch schwer werden mit dem Leben. Aber so wie es ist, schwimmt das Eis oben. Deswegen können wir auch da prima Schlittschuh laufen. Und diese schwimmende Eisschicht, die hat maximal eine Tiefe von 60 bis 70 Zentimetern. Das reicht aus, dass durch diese Schicht noch Sonnenlicht nach unten dringt und gleichzeitig bleibt das Wasser da unten flüssig. Und das ermöglicht Fischen und anderen Lebewesen zu überleben im Winter. Eine interessante Eigenschaft, die nur Wasser hat. Jetzt haben wir einen Planeten, der Leben möglich macht. Davon haben wir aber noch kein Leben. Wo kommt denn das Leben her? Aber auch dafür kennen wir ja schon die passende Erklärung. Vor 4 Milliarden Jahren gab es auf diesem Planeten eine gewaltige Ursuppe. Es war einfach nur ein Ozean, da lagen Bausteine drin, passende Bausteine für das Leben. Und da musste man nur noch ein wenig Energie hinzufügen und zack, gab es die erste lebende Zelle. So stellt man sich das vor. Das hier ist mein Handy. Neues Handy. Ja, nicht ganz neu, ich habe es jetzt 1,5 Jahre. Aber das Handy selber ist schon viel älter und das hat auch eine interessante Geschichte. Woraus besteht denn so ein Handy überhaupt? Ein Handy besteht unter anderem aus Plastik. Und Plastik gewinnt man durch Öl. Und in diesem Handy ist ein Siliziumchip. Und Silizium findet man unter anderem im Sand. Und Öl und Sand, das gibt es ja an einigen Orten zuhauf in der Welt, unter anderem auch im Irak. Und da kommt dieses Handy her. Das ist nur schon viel, viel älter.
Die Geschichte von diesem Handy ist folgende. Vor einigen Millionen Jahren ist im Irak in einer Ölquelle, also da, wo es viel Öl gab, ein Blitz eingeschlagen. Und dieser Blitz hat das Öl umgewandelt in Plastik. Jetzt nicht einfach in irgendeinen Haufen Plastik, sondern in eine passende Plastikhülle für dieses Handy. Und da ist ein weiterer Blitz eingeschlagen, aber diesmal in den Sand. Und dieser zweite Blitzeinschlag, der hat den Sand umgewandelt in einen Siliziumchip. Nicht in irgendeinen Siliziumchip, sondern in einen Siliziumchip mit der passenden Programmierung für dieses Handy. Und dann gab es ein kleines Erdbeben, das hat diesen Chip quasi in die Plastikhülle geworfen. Da ist ein bisschen Wasser gefallen, das hat das Ganze abgekühlt und dann war das Handy fertig. Und dann so vor 1,5 Jahren, ich laufe durch die Wüste im Irak und ich schaue auf den Boden und hey, da liegt ein Handy. Ja, ich schalte es ein und rufe meine Frau an. Das lernt man heute in der Schule. Denn genau das ist die Geschichte von der Entstehung des Lebens. Ich weiß nicht, was man heute für eine Vorstellung davon hat, aber Leben ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und da darf man sich auch nicht davon täuschen lassen, wenn jemand sagt, die erste primitive Zelle. Die erste primitive Zelle. Das ist nicht so ein simples Ding. Lebensbausteine gibt es tatsächlich in der Natur. Die kommen vor. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass diese vor 4 Milliarden Jahren einfach so auf dem Grunde eines Ozeans herumlagen. Aber davon hat man noch keine lebende Zelle. Man braucht die passenden Bausteine. Bausteine des Lebens, das sind die sogenannten Aminosäuren, Molekülketten. Und jede Aminosäure gibt es in 2 verschiedenen Versionen. Einmal linksdrehend und einmal rechtsdrehend. Das ist ungefähr so wie linker und rechter Handschuh. Das ist mehr oder weniger dieselbe Molekülkette, nur spiegelverkehrt. Wie linker und rechter Handschuh. So ist das bei diesen Aminosäuren. Die gibt es linksdrehend und rechtsdrehend. Jetzt ist Leben ausschließlich aufgebaut aus linksdrehenden Aminosäuren. Wenn ich also eine Zelle zusammenbaue, dann darf ich dafür ausschließlich linksdrehende Aminosäuren verwenden. Wenn ich auch nur eine einzige rechtsdrehende einbaue, ist alles hinfällig. Ich kann von vorne quasi noch einmal anfangen. Jetzt nehmen wir mal eine sehr primitive Lebenszelle. Wie viele Aminosäuren braucht man dafür? Vielleicht 1000, 10.000? Sagen wir einfach mal 1000. Dann haben wir schon wirklich das Primitivste, was man sich vorstellen kann. 1000 Aminosäuren. Linksdrehende Aminosäuren. Ich stelle mir einen Riesenhaufen vor mit wahllos zusammengewürfelten Aminosäuren. Alles passende Bausteine für das Leben. Und ich möchte jetzt 1000 Mal zufällig eine Aminosäure ziehen. Und jedes Mal muss es eine linksdrehende sein. Wenn ich einmal eine rechtsdrehende erwische, kann ich von vorne anfangen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert? Ja, das kannst du mal in deinen Taschenrechner eingeben. Das ist 1:2 hoch 1000. Schau dir die Zahl mal an. Aber ich gebe dir mal einen kleinen Hinweis. Die Zahl ist deutlich größer als die Anzahl der Atome in diesem Universum. Man macht sich etwas vor, wenn man einfach sagt, ja, es gab damals viele Bausteine und man hatte ja Millionen von Jahren Zeit. Das macht das Ganze nicht wahrscheinlicher. Fred Hoyle, ein bekannter Astronom, den ich zu Beginn schon erwähnte, der glühende Atheist, der sagte, die Vorstellung, dass eine einfache lebende Zelle dadurch entsteht, dass die passenden Bausteine zufällig irgendwo rumlagen, ist ungefähr so, als wenn ich sage, dass eine komplett funktionsfähige Boeing 747 dadurch entsteht, dass ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt und die Teile passend zusammensetzt. Primitive Zellen sind nicht einfach so primitiv, wie man sich das vorstellt. Vielleicht habt ihr mal Kindersendungen gesehen. Da werden einfache Zellen schon mit Fabriken verglichen. Und so sind Zellen tatsächlich. Es gibt so eine Rohstoffgewinnung, eine Rohstoffverarbeitung, es gibt so etwas wie einen Notausknopf, es gibt Recycling. All das passiert in einer Zelle. Einfaches Leben ist nicht einfach so. Aber sagen wir hätten jetzt schon eine lebende Zelle, wie auch immer die jetzt entstanden ist. Dann haben wir ja immer noch keine Menschen und Tiere. Wo sind die jetzt hergekommen? Aber auch da haben wir ja schon die passende Erklärung. Die Theorie der Evolution. Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass es einen Bauplan mit sich trägt, die sogenannte DNA. Und von einer Generation zur nächsten gibt es
zufällige Änderungen daran, die sogenannten Mutationen, und die sorgen auch für zufällig neu auftretende Eigenschaften. Und wenn die gut sind und helfen dem Überleben, dann behält es einfach die neue Eigenschaft. Und dadurch bekommt das Leben immer neue Eigenschaften und dadurch entstehen die verschiedenen Arten. Das ist das, was wir lernen. Nun, das hört sich vielleicht ganz plausibel an. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die man wissenschaftlich weder beweisen noch widerlegen kann. Sie sagt gar nichts Konkretes voraus. Die Theorie der Evolution entzieht sich quasi einer wissenschaftlichen Überprüfung. Sie ist einfach eine Erklärung, die man liefert und ja, solange das Klick macht und sagt, ja, das könnte schon sein, so wird das akzeptiert. Ob das tatsächlich so passiert ist, das kann man nicht nachweisen. Ja, ich weiß, das dauert Millionen Jahre. Ja, dann ist das eben Pech. Dann kann ich eben eine Sache nicht überprüfen. Aber damit ist sie auch nicht wissenschaftlich belegt. Aber das ist tatsächlich nochmal ein Thema für einen separaten Vortrag. Da habe ich auch schon was für vorbereitet, damit man wirklich einmal sieht, was dahinter steckt. Es ist einfach nur eine Vorstellung. Es ist etwas, was, ja, es könnte so gewesen sein. Aber es lässt sich nicht überprüfen. Aber ist das wirklich plausibel? Macht das Sinn? Ist das so leicht vorstellbar, so zugänglich? Ich stelle mir einmal die erste Lebensform vor, die ein Herz hatte. Irgendwann muss es ja mal einen solchen Organismus gegeben haben, auf dem Weg von der primitiven Zelle zum Menschen. Aber wie ist das vonstatten gegangen? Das Herz alleine bringt dir ja noch keinen Überlebensvorteil. Was macht denn das Herz? Das Herz pumpt Blut durch den Körper. Das heißt, wir brauchen zumindest schon mal ein Adernsystem. Ansonsten macht das Herz keinen Sinn und es bringt dir auch keinen Vorteil fürs Überleben. Es steht eigentlich eher im Weg. Aber auch das Adernsystem alleine hilft dem Herzen noch nicht. Es pumpt ja Blut dadurch. Es muss also irgendwo eine Produktionsstätte für das Blut geben. Das passiert bei dem Menschen im Knochenmark. Aber gut, das alleine macht das auch noch nicht. Ein Herz mit Adernsystem und Blutproduktion, da fehlt ja immer noch was. Blut ist ja kein Selbstzweck. Blut transportiert beispielsweise den Sauerstoff durch unseren Körper. Das heißt, wir brauchen auch noch eine Lunge, die das Blut mit Sauerstoff anreichert. Und dann muss das Blut auch noch gereinigt werden. Dafür haben wir die Nieren, ansonsten funktioniert das auch alles nicht. All diese Dinge, von mir aus auch in einer primitiven Form, müssen vorhanden gewesen sein in dem ersten Lebewesen, das ein Herz besessen hat. Das Herz alleine macht sonst überhaupt gar keinen Sinn. Ist das jetzt immer noch so einfach vorstellbar, dass das so passierte? Durch eine Reihe von zufälligen Prozessen, Mutationen, das passende Leben wurde ausgewählt und dann hatte ich ein Tier mit einem Herz? Ich weiß es nicht. Aber Leben ist noch durch mehr gekennzeichnet. Leben bringt auch neues Leben hervor. Und selbst das ist schon faszinierend für sich. Wir kennen das bei uns Menschen. Der Mensch beginnt ja mit einer einzigen Zelle. Ich, wo ich heute jetzt hier sitze mit meinen 1,87 Meter, ich war mal eine einzige Zelle im Bauch von meiner Mutter. Und diese eine einzelne befruchtete Zelle, die verdoppelt sich. Sie erstellt quasi eine Kopie von sich selbst. Dann habe ich jetzt 2 Zellen, so habe ich einmal angefangen. 2 identische Zellen. Und aus diesen 2 identischen Zellen werden 4 Zellen, die verdoppeln sich wieder. Sie erstellen Kopien. 4 identische Zellen. Daraus werden 8 identische Zellen. Und dann 16 und 32 und 64 und so weiter. Aber es sind immer identische Zellen. Es sind alles nur Kopien. Es gibt gar keinen Unterschied zwischen den Zellen. Aber irgendwann einmal spezialisieren sich diese Zellen. Denn aus einer Zelle bzw. aus mehreren Zellen wird ja im Baby eine Lunge. Aus anderen Zellen wird eine Niere. Einige Zellen tun sich zusammen und werden ein Fuß. Andere Zellen formen eine Hand, ein Auge. Die Zellen spezialisieren sich, und zwar bestimmte Zellen. Es sagen nicht alle Zellen, wir wollen ein Auge werden, und alle Zellen, wir wollen einen Fuß. Sondern von diesem Haufen von lauter identischen Zellen fangen irgendwann einmal einige an und sagen, wir werden ein Auge. Aber die Zellen haben ja keine eigene Intelligenz, sie können sich ja nicht absprechen. Was steckt dahinter? Was sorgt dafür, dass die Zellen, zwischen denen es keinen Unterschied gibt, was denen sagt, okay, ihr müsst jetzt
ein Auge werden und ihr werdet ein Fuß. In den Zellen kann es nicht sein. Denn in den Zellen gibt es ja überhaupt gar keinen Unterschied. Was sorgt dafür, dass Zellen sich spezialisieren? Sieht das immer noch wie ein zufälliges Konstrukt aus? Insgesamt betrachtet. Man geht einfach mal einen Schritt zurück und ist ehrlich. Ist das das Produkt eines Zufalls? Man kann mit Sicherheit für alles irgendwie eine andere Erklärung finden, wenn man möchte. Es könnte ja auch sein, dass dieses und jenes ist. Ja, das klingt schon plausibel, aber es könnte auch sein, dass das ist. Es könnte ja auch sein, dass. Es könnte ja auch sein, dass. Das sind immer Erklärungen, die, wie soll ich sagen, ich stelle mir dabei immer einen Rechtsanwalt vor einem Gericht vor, der feststellt, dass die Beweislast gegen seinen Mandanten erdrückt ist. Und er will das irgendwie noch einmal abwenden. Und dann kommt er genau mit solchen Erklärungen. Ja, das ist eigentlich zweifelsfrei bewiesen, aber es könnte auch sein, dass sein verschollener Zwillingsbruder aus Paraguay plötzlich aufgetaucht ist. Es könnte aber auch sein, dass. Das sind keine Erklärungen, die wirklich so haltbar sind. Es könnte aber auch sein, dass. Wie erklärt man sich das denn überhaupt, wenn es schon so offensichtlich erstmal nicht wie ein zufälliges Konstrukt aussieht? Nun, es gibt einige, die sagen, okay, ein lebensfreundliches Universum ist tatsächlich extrem unwahrscheinlich, aber das Universum hatte keine Wahl. Es musste sich so entwickeln. Es hätte nicht irgendeine andere Form annehmen können. Nun ja, aber das beantwortet noch nicht die Frage, warum es diese Form annehmen musste. Ich stimme dem ja zu, aber das ist ja nicht einfach so. Es gibt ja kein Naturgesetz, was beschreibt, ein Universum muss lebensfreundlich sein. So einfach ist die Sache ja nicht. Dann gibt es noch andere, die sagen, ja, das ist richtig, das sieht schon geplant aus, aber wenn es nicht so wäre, dann wären wir Menschen ja nicht hier und könnten uns darüber Gedanken machen. Auch das ist eine richtige Aussage, aber sie heißt am Ende nichts anderes außer, wenn es nicht so wäre, dann wäre es nicht so. Das ist ja keine Erklärung. Das macht höchstens Sinn im Zusammenhang mit einer anderen Theorie, dem sogenannten Multiversum, vielleicht schon mal gehört. Das ist die Vorstellung, dass es nicht nur dieses Universum gibt, sondern unendlich viele. Und dieses Universum ist einfach das, wo es gerade passt. Die anderen gibt es auch, aber da sitzen halt keine Menschen, die sich darüber Gedanken machen können. Sie bringen halt kein Leben hervor. Nun, ich will nicht sagen, dass das keine Erklärung sein könnte. Aber was ist daran jetzt so faszinierend? Ich meine, jemand stößt sich an der Vorstellung, dass es einen Gott gibt, weil man ihn nicht wissenschaftlich nachweisen kann, aber hat kein Problem mit der Vorstellung von verschiedenen Universen. Die kannst du erst recht nicht wissenschaftlich nachweisen. Per Definition sind sie schon nicht nachweisbar. Also was macht diese Vorstellung jetzt attraktiver? Aber selbst wenn, dann könnte man natürlich diese unwahrscheinlichen und nahezu unerklärlichen Eigenschaften des Universums und des Lebens erklären. Ja, das ist richtig, aber damit kann man alles erklären. Man könnte nicht einmal sicher sagen, dass dieses Universum überhaupt Naturgesetzen gehorcht. Warum glauben wir, es gibt Naturgesetze? Das sagen wir doch deswegen, weil wir beobachten, dass sich die Planeten immer auf einer bestimmten Umlaufbahn um die Sonne bewegen. Und das schon über Hunderte von Jahren. Deswegen sagen wir ja, okay, da steckt wahrscheinlich ein Gesetz hinter. Das muss überhaupt gar nicht sein. Vielleicht bewegen sich alle Sterne und Planeten rein zufällig. Aber wir sind halt genau das eine Universum, in dem diese zufälligen Bewegungen einen Kreis beschreiben. Kann doch sein. Es ist auch gar nicht unwahrscheinlich. Warum denn nicht? Es gibt überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass es in diesem Universum Naturgesetze gibt. Man kann alles damit erklären, wirklich alles. Jemand könnte 50 Mal hintereinander im Lotto gewinnen. Und da würde jeder sofort sagen, Moment, das geht aber nicht mit rechten Dingen zu. Da hat er irgendwas manipuliert, er hat Connection zur Lottofirma oder was auch immer. Aber das passiert einfach nicht. Ja, aber warum denn nicht? Wenn es unendlich viele Universen gibt, warum nicht das? Wir sind halt das Universum, wo gerade jemand 50 Mal hintereinander im Lotto gewinnt. Das ist doch alles unproblematisch. Multiversum ist eine Sache, die man niemals akzeptieren würde als eine Erklärung. Niemals im Leben. Aber dann und nur dann,
wenn es um die Frage eines Gottes geht. Und dann schlägt jemand das Multiversum vor. Dann sagen plötzlich alle, oh ja! Das kann man doch nicht ernst nehmen. Ich kenne nur einen Einwand, der sich von diesen anderen ein wenig unterscheidet. Und den hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört. Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Unrecht? Warum beobachten wir Leid und Unglück? Er beobachtet quasi diese Welt, er sieht das ganze Leid und sagt, das kann nicht das Werk von einem Gott sein. Nun, diesen Schluss kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Und ich würde behaupten, das sagt nur jemand, weil er nicht möchte, dass es einen Gott gibt. Er könnte ja auch einfach sagen, okay, es gibt einen Gott, aber der hat eine Welt erschaffen mit Unrecht, mit Leid und Unglück. Denn ich habe ja jetzt immer noch keine Erklärung dafür, wie diese ganzen Zufälle zustande kommen. Das liefert mir ja keine Erklärung. Das ist wie, als wenn ich in einem Flugzeug sitze und feststelle, ich habe keine Beinfreiheit. Das sitzt alles so eng zusammen. Und jetzt sage ich, okay, dieses Flugzeug, das kann keinen gütigen Konstrukteur haben. Menschen haben das so eine Eigenschaft der Barmherzigkeit in sich, aber das Flugzeug hier, das hat doch niemand gebaut, der barmherzig ist. Dafür muss es eine andere Erklärung geben. Nun, das widerlegt ja nicht die Vorstellung von einem Konstrukteur, aber der kann sich ja auch dabei etwas gedacht haben. Der hat vielleicht einfach die Sitzreihen etwas näher zusammengerückt, damit mehr Menschen in das Flugzeug passen und die Fluggesellschaft am Ende bessere Preise anbieten kann. Das kann ja auch eine Überlegung sein. Aber wenn ich einfach nur etwas beobachte, was mir nicht gefällt und dann gleichzeitig dann sofort so etwas schlussfolgere, das passt nicht. Da steckt auch was anderes hinter. Das ist jemand, er möchte dahin kommen. Er möchte einfach nicht, dass es einen Gott gibt. Was man zumindest sagen kann, ist, dass dieser Gott diese Welt nicht zum Genießen erschaffen hat. Das ist absolut richtig. Denn wenn es kein Leid gäbe und kein Unglück, dann wäre es einfach nur ein chilliges Leben. Das wollte er offensichtlich nicht. Das ist offensichtlich nicht der Sinn und Zweck dieser Welt. Ich glaube das auch, dass dieser Gott eine Welt erschaffen hat, die perfekt ist, ohne Leid und ohne Unglück. Ich glaube aber nicht, dass man da umsonst hinkommt. Und nein, das ist nicht diese Welt. Diese Welt ist nicht zum Chillen. Und diese Welt ist tatsächlich ungerecht in sehr vielen Dingen. Ja, sehr viel. Man kann auch hier keine richtige Gerechtigkeit herstellen, so sehr man sich das auch manchmal wünscht. Ich stelle mir einen Menschen vor, der einem anderen Menschen das Leben nimmt. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wir wollen Gerechtigkeit herstellen hier in dieser Welt, also nehmen wir ihm auch das Leben. Wäre doch gerecht, oder? Ein Leben gegen ein Leben. Ja, aber was macht man mit jemandem, der 100 anderen Menschen das Leben nimmt? Wie soll man das ausgleichen? Oder was mache ich mit jemandem, der einem anderen Menschen das Leben nimmt und das war vielleicht ein Familienvater, der sich um 10 Kinder kümmern muss? Aber derjenige, der ihm das Leben genommen hat, ist vielleicht so ein Lone Wolf. Man würde gar nicht merken, wenn er irgendwann nicht mehr da ist. Wäre das dann gerecht, wenn man beiden einfach das Leben nimmt? Gerechtigkeit gibt es in dieser Welt nicht. Man kann sie hier auch nicht herstellen. Und tatsächlich würde ich behaupten, dass eine gerechte Welt der absolute Albtraum wäre. Denn wie sähe eine gerechte Welt aus? Wir wollen einfach mal Gerechtigkeit für alle Menschen auf der Welt herstellen. Wir könnten zum Beispiel sagen, ja, das ist so eine Beobachtung, die man immer ganz gerne beseitigen möchte. Wir könnten ja sagen, okay, in Afrika leiden sehr viele Menschen an Hunger und uns in Europa geht es gut. Das kann man ja ausgleichen, das ist ungerecht. Dann sorgen wir dafür, dass alle Menschen gleich viel zu essen haben. Jetzt könnten aber die Menschen in Afrika hingehen und sagen, ja, aber das ist nicht das Einzige. Ihr in Europa, ihr habt auch viel schöneres Wetter als wir. Bei uns ist immer so heiß, aber bei euch ist es so gemäßigt. Das kann man auch ausgleichen. Dann machen wir einfach für alle Menschen das gleiche Wetter. Jetzt könnten aber umgekehrt wieder die Europäer sich beschweren. Ja, das ist zwar richtig, wir haben das schönere Klima hier, aber ihr habt auch viel weniger Probleme mit der Sonneneinstrahlung. Wenn es bei euch mal heiß ist, richtig heiß und das über einen langen Zeitraum, dann bekommt ihr nicht so schnell Sonnenbrand wie wir. Aber gut, das kann man ja auch beheben. Man gibt einfach allen Menschen die gleiche Hautfarbe. Dann ist das Problem ja auch behoben. Jetzt könnten aber auch die Asiaten kommen und die sagen, ja, aber ihr Europäer, ihr seid im Schnitt 10 cm größer als wir. Ihr kommt viel besser an die Sachen oben im Schrank heran. Ist doch ungerecht, oder? Das kann man auch ausgleichen. Und wir geben einfach allen Menschen die gleiche Größe. Und wenn man das Spiel mal weiterspielt, dann kommt man irgendwann dahin,
dass eine gerechte Welt so aussehen würde. Alle Menschen hätten die exakt gleichen Eigenschaften. Sie würden in jedem Augenblick das exakt gleiche erleben, das exakt gleiche fühlen. Und so wäre das Leben hier in dieser Welt. Und gäbe es nur einen minimalen Unterschied, ein Mensch wäre nur einen einzigen Zentimeter größer, dann könnte man sich schon beschweren und sagen, das wäre ungerecht. Wer will denn in so einer Welt leben? Aber ich mache einfach mal einen anderen Vorschlag. Diese Welt, ja, sie hat ohne Zweifel ihr Potenzial an Unrecht. Aber dieses Unrecht kann man ausgleichen in einer Welt, die noch kommt. Diese Beobachtung ist nicht falsch. Aber die Schlussfolgerung, es gibt keinen Konstrukteur dahinter, nein, das ist nicht die richtige Schlussfolgerung. Es sollte einen eher dazu bringen, dass man sagt, okay, es muss noch irgendetwas geben, wo das Unrecht in dieser Welt ausgeglichen wird. Warum hat man also diese voreingenommene Vorstellung überhaupt gegen einen Gott? Ist das rein rational? Ist das wirklich eine Überlegung, die man gemacht hat? Oder ist das nicht vielmehr deswegen, weil man das nicht möchte? Weil einem diese Vorstellung nicht gefällt? Weil es Mittelalter ist? Weil man einfach nicht zu den Leuten gehören möchte, die an einen Gott oder eine Religion glauben? Nun, wenn das der Beweggrund ist, dann sollte man sich allerdings auf eine Überraschung gefasst machen. Denn die Wahrheit schert sich nicht darum, wie passend man sie findet. Die Wahrheit ist wahrscheinlich das Unbarmherzigste, was es gibt. Sie ist einfach wahr, ob man sie schön findet oder nicht. Das ist wie Regenwetter. Das kann man schön finden oder auch nicht so schön finden. Aber man kann nichts daran ändern. Wenn man auf dem Dach eines Hochhauses steht und der Aufzug ist ausgefallen, dann ist der Weg nach unten sehr anstrengend über die Treppen. Aber jetzt kann man sich einfach sagen, okay, ich springe über die Dachkante. Das ist nicht anstrengend, ich komme automatisch unten an. Nun ja, aber jetzt gibt es ja diese Erdanziehungskraft, die einen viel schneller nach unten zieht, als einem das lieb ist. Jetzt sage ich einfach, ich glaube nicht an die Erdanziehungskraft. Ist das Problem doch gelöst, oder? Ich springe und glaube nicht an die Erdanziehungskraft. Das löst das Problem eben nicht. Die Wahrheit ist einfach wahr, ob sie einem gefällt oder nicht. Hier in dieser Welt, hier können wir stundenlang diskutieren. Aber irgendwann einmal werden wir alle diese Welt verlassen. Und dann ist die Wahrheit einfach wahr. Die Erdanziehung schlägt erbarmungslos zu. Und glücklich ist derjenige, der sich vorher darüber Gedanken gemacht hat.